Bene, kriegst du ihn rein? Nicht wirklich. Zumindest der Boden ist noch hart. Zumindest der, ja. Und da hinten, die weißen Tauben sind müde. Nee, das sind Schwäne. Meinst du, das geht so? Mal gucken. Mit unterschiedlichen Locktauben funktioniert das? Ja, scheißegal, Hauptsache ein paar stehen. Okay. Soll ich dir helfen? Gerne. Du kannst die auch noch mal zusammenbauen, bitte. Ja, das, was wir jetzt hier heute vorhaben, ist ja folgendes. Hoffentlich die letzte Erkältungswelle dieses Jahr ist aktiv und wir wollen unseren Liebsten nach Omas Rezept nach Möglichkeit noch eine Taubensuppe kochen. Leider haben wir keine Tauben mehr in der Truhe. Deshalb bedienen wir uns an unserem Kühlschrank, dem Revier, und hoffen, dass wir ein paar kriegen. Nur so viel, wie wir tatsächlich brauchen. Sonst sagt man doch immer, Hühnersuppe ist das Richtige Ja, für das, die Erkältung. Meinst du, das weil da so ein bisschen Antibiotika schon drin ist, meinst du? ist ja jetzt auch gemein. Nee, also das, was Weil man deswegen ist ja der Plan B für heute Abend, wenn wir heute keine kriegen, dass wir noch zu unserem Landwirt des Vertrauens fahren und uns da dann entsprechend versorgen. Hast du wunderbar gemacht. das habe ich doch gut gemacht, Krischi, oder? ich bin beeindruckt. Einmal Immerhin habe mehr. ich eine Taube auch zusammengebaut. Ja, Wo möchte ich, dass ich sie hinstelle? gerne ruhig noch ein bisschen weiter dahin, da wo du sie reinkriegst. Diese? Ja. So wichtig ist immer, dass sie gegen den Wind gucken. Aber genau so ist gut. So ist gut? Vielleicht noch ein bisschen. So. Oh, Satan. Aber du meinst ja, wir bräuchten kein Tarnnetz. Nein, das braucht man nicht unbedingt. Also ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung, darf ich behaupten, von der Taubenjacht. Und natürlich ist es schön, wenn man so einen Platz hat, wo zum Beispiel die Tauben regelmäßig hinkommen. So eine Eichenreihe, wo auch frisches Getreide vielleicht noch liegt, im besten Fall. Da kann man auch mal dauerhaft was hinbauen. Aber wir wollen natürlich so wenig wie möglich ins Revier bauen. Und deswegen müssen wir nicht unbedingt einen Tarnschirm haben, wie wir uns gleich in unserer Deckung verhalten. Zeige ich noch mal. Denn Tauben können wirklich gucken wie Luchse? Luchse. Auf jeder Feder, Schwingenfeder ein Auge, sagt man ja auch. Ja. Und deswegen ist es ganz entscheidend, dass man sich, wenn sie in Anflug kommen und anfangen zu kreisen, dass man sich nicht mehr bewegt und nicht mehr nach oben guckt. Die Hände am besten ein bisschen bedeckt sind, das Gesicht ein bisschen bedeckt ist. Dann braucht man nicht unbedingt einen Schirm. Nun hast du ja so eine wunderbare Ballistolmütze auf. Ja, Ist das schädlich, dass da so eine rote Markierung draufgesetzt ist? das werden wir sehen. Also ich hoffe, dass ich mich ruhig genug verhalte. Ich würde ja dass auch man gerne es so eine eben nicht Mütze sieht. aufsetzen, aber die gibt es nicht in meiner Größe, diese Ja. Schirmmützen. Du musst ja die Kapuze aufsetzen, sonst wird das nichts. Ja. Und dein Schaltuch, was ich dir vorhin gegeben habe, wo ist das? Das musst du auch ins Gesicht ziehen. Sonst kommen die nicht. Hast du das? Im Auto habe ich das. Krischi. Ich hatte keine Hand mehr frei. Wichtig ist, dass wir jetzt ab Januar dieses Jahres bereits mit Stahl oder anderen nicht bleihaltigen Schroten schießen. Insbesondere hier im Bereich der Feuchtgebiete, denn es gibt eine Neuerung. Und zwar nach dem Chemikaliengesetz und der Chemikaliensanktionsverordnung, Paragraph 1, Nummer 43 klein b, ist das Ganze jetzt nicht eine Ordnungswidrigkeit, sondern tatsächlich eine Straftat, wenn wir bleihaltige Munition hier in Feuchtgebieten auf
Flugwild verwenden. Und deshalb ist es so bedeutsam, dass wir eben hier bleifrei schießen. Im Übrigen, in Niedersachsen tritt zum 1. April in Kraft die Vorschrift, dass auch Büchsenmunition bleifrei zu sein hat. Auch das wird dann wahrscheinlich sanktioniert, allerdings nicht nach dieser Vorschrift. Also insofern passt auf, was ihr da macht und womit ihr schießt. Und wichtig ist auch, die richtige Größe zu nehmen. Wenn man bleifreie Munition nimmt, nimmt man immer eine Schrotkorngröße mehr als die, die man normalerweise verwenden würde. Und deshalb habe ich jetzt hier ein bisschen höher reingefasst und tatsächlich 3 mm für die Tauben genommen, obwohl ich normalerweise hier nur mit 2,4 mm schießen würde auf Tauben. Aber bei Blei muss man eben ein bisschen, bei bleifrei muss man eben ein bisschen größere Körnung haben. Also es bleibt spannend, an was sich Jägerinnen und Jäger in Deutschland so an Vorschriften zu halten haben. Und wichtig ist, dass man sie kennt, nur dann kann man sich auch daran halten. Sehr wichtig ist bei der Tarnung, dass möglichst viele Hautpartien natürlich besetzt sind. Und gerade wenn Tauben in Anflug kommen, dass ich auch, wenn ich keinen vernünftigen Schirm habe, so wie hier, mich so an den Baum lehne, dass ich mit dem Baum quasi für die Tauben verschwimme. Und auch wenn ich weiß, dass sie jetzt hier in das Lockbild einfallen wollen, nicht zu früh anfange zu gucken, wo bleiben sie, weil diese Bewegung sehen die Tauben dann auch sofort und dann drehen sie wieder ab. Zum Wetter haben wir eigentlich relativ gute Verhältnisse, wir haben ein bisschen Wind und es ist so leicht diesig. Wenn es klar ist und wir Sonnenschein haben, dann drehen meist die Tauben immer mehr Runden und kundschaften das erst ganz konkret aus, bevor sie dann tatsächlich zum Landeanflug ansetzen. Und das ist ja dann die Situation, in der wir die Tauben erlegen wollen. Und deswegen ist es ganz entscheidend, wie ich mich quasi in meiner Deckung verhalte. Und wir haben hier heute Morgen schon ein bisschen gestanden und geguckt. Hier auf den Acker waren immer wieder einzelne Schwärme unterwegs. Sind auch hier in die Bäume über uns eingefallen, aber dann eben auch auf den Acker eingefallen. Also da ist noch irgendwelche Reste und Samen, die Tauben gerne fressen wollen. Und ja, jetzt warten wir mal ein bisschen. Aber wenn hier nach einer Stunde wirklich nichts passiert und die Hoffnung ist eigentlich schon ein bisschen gering, dann werden wir nochmal umsetzen und es nochmal an der anderen Seite versuchen. Jetzt ist eine Locktaube tatsächlich umgefallen, das ist nicht gut. Dann denken sich die anderen auch so, hä, was ist mit der? Ja, eine Taube umgekippt. Müssen wir eben aufstellen, weil das mögen die Lebenden gar nicht, wenn das so trügerisch dann gleich aussieht. Weil auch seitlich legen sich die Tauben meist nicht hin. Stock behalten wir mal hier. Ist auch immer gut, wenn eine Taube, was selten passiert, Gott sei Dank, nicht gleich tot ist, so geflügelt ist, dass man einen Knüppel zur Hand hat, um sie dann zu erlösen sozusagen. So, jetzt sieht man aber mehr. Na Bernd, wo sind die Tauben? Ha? Ich weiß nicht. Christian fragt sich auch, wo die Tauben sind. Wir warten jetzt noch mal eine halbe Stunde und wenn dann nichts passiert. Hinten fliegt eine, aber die kommt nicht in unsere Richtung. Wird wir erst kicken. Hier ist viel Flugbetrieb, aber nicht das, was wir eigentlich jetzt noch jagen möchten und jagen dürfen, sondern das, was hier gekommen ist, sind eben Wildarten, die jetzt nicht mehr bejagt werden dürfen, aber keine Tauben. Und die Tauben brauchen wir ja auch für die Taubensuppe gegen die Erkältung. Und deshalb setzen wir uns jetzt nochmal um. Bene sammelt in der Zwischenzeit schon mal die Locktauben ein. Dann gibt es einen heißen Kaffee und dann hoffentlich die Möglichkeit, 1 oder 2 Tauben noch zu erlegen. Wir wollen hier auch noch mal nach den Nutria gucken, weil uns der Landwirt, den wir heute Morgen, bevor das Filmteam da war, gesagt hat, dass Nutria hier auch wieder wären. Wir haben hier ganz viel mit der Falle weggefangen und auch geschossen. Aber scheinbar sind sie jetzt wieder da, weil die
Vielleicht liegt es auch daran, weil die Teiche und Seen zugefroren sind, dass sie jetzt auf die kleinen Fließgewässer ausgewichen sind, um hier noch Rückzugsort zu finden. Und da gucken wir jetzt mal. Zumindest konnte Bene schon mal schießen. Alle anderen sagen sich, ihr Vöglein, flieget alle fort. Teppe und Schwänen kommen an diesen Ort. Haben natürlich Angst, ne? Denen geht so der Stift. Erstmal hat es gerade ziemlich laut geknallt, weil der Schweden wieder den Klassiker gebracht hat, wie man es auch aus den anderen Folgen kennt. Und hat seinen Gehörschutz im Auto gelassen. Aber wir hatten jetzt hier 3 Nutria, die wir erlegen konnten, auch aus dem Wasser heraus. Ich schieße ja keine Nutria, die schwimmen mit der Flinte. Und deswegen haben wir die jetzt, waren die an Land tatsächlich und deswegen konnten die gut mit der Flinte erlegt werden. Und wir bleiben jetzt hier noch mal ein bisschen stehen, denn tatsächlich gibt es hier noch ein paar, die uns noch nicht in die Falle marschiert sind. Und jetzt gucken wir mal, was noch so passiert. Dann haben wir wieder zurück. Guck dir das mal an, was hier an Enten ist. Hier wird es auch weniger. Wir haben doch bestimmt schon über 100 Enten heute gesehen. Ja. Als wir das Revier übernahmen, da gab es ja gar keine. Nee. Vielleicht mal eine, die überherflog. Aber da siehst du eben, dass Niederwildhege mit der Falle sich gerade was Waschbären anbetrifft, dann auch auf den Entenbesatz deutlich auswirken. Also es ist wirklich eine große Freude, das heute hier zu sehen. Und wenn die sich jetzt auch noch vermehren, dann können wir vielleicht im Herbst auch mal auf Enten jagen. Ja, bisher haben wir sie ja geschont. Aber was wir tatsächlich mit der Ente, da fliegen noch wieder 2 hoch, was wir dieses Jahr hier weggefangen haben, das macht schon Laune. Nur komisch, dass wir die Nutrias nicht gefangen haben. Also jetzt in der Ja, aber du siehst ja auch, hier ist überall Betrieb am Ufer. Aber wenn wir jetzt hier so in unserer Freizeitmanier aufschlagen, wenig pirschend, sondern eher wandernd, dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass das Wild das Weite sucht. Ja. Und deshalb gehen wir jetzt noch mal einen Schritt weiter, oder? Ja, obwohl du es ja eigentlich mit Gehen nicht so hast, ne? Aber Ich kann noch besser fahren. Manchmal kann ich auch gut fahren lassen. Mein Sohn hat nämlich inzwischen schon einen Führerschein. Das fahren lassen meinst du? Ich weiß nicht, was du sonst meinst. Das andere kann ich aber auch bestätigen. Gut, in diesem Sinne. Stell dir mal vor, wir wären jetzt hier wieder mit unserem Kahn gefahren. Das wäre auch schön. Wir haben noch keinen Kahn. So, Mina, Apport, da geh mal gucken. So, such verloren. Da, hier fein. Da vorne. Mini, guck mal da. Ja, fein. Ja, fein. Und aus. Super gemacht. Ja, ein proper Kerl, du. Fein gemacht. Da ist er doch. Da, such schön. Ja, fein. Und Apport. Fein. Super. Ja, fein. Komm her. Feine Mini. Mini aus ist gut. Fein gemacht. Komm mal hier. Komm mal hier. Fein hast du das gemacht. Super. Willst du hier den Stock? Deine Belohnung. Fein. Hier, fein. Ich spiele jetzt kein Stöckchen.
Ja, 3 Stück haben wir gekriegt. Der André ist schon am Auto. Ina hat das erste Mal Nutria apportiert. Bin ein bisschen vorsichtig, wenn man sich nicht sicher ist, dass sie ganz tot sind, können die ziemlich ätzend für die Hunde werden. Aber hat alles super geklappt. Uns hat aber gezeigt, wie schusshart die sind. Wir waren ja eigentlich auf Tauben los. Ich hatte jetzt 3,2 Millimeter bleifrei in der 20er Flinte geladen. Das ist grenzwertig, muss man ehrlicherweise sagen. Man hätte da besser natürlich noch ein stärkeres Kaliber genommen. Aber alle 3 Schüsse, beziehungsweise 4, einer haben wir zur Sicherheit nochmal drauf geschossen. Die 4 Schüsse waren dann schlussendlich tödlich. Und jetzt haben wir was Schönes. Der eine oder andere isst die. Ich bin da jetzt kein großer Fan von, aber die Bälge, da freue ich mich sehr drüber. Ich sammle Nutria-Bälge, um da mal was Schönes von zu machen. Kurz geschoren, so ein Innenteil von der Weste. Irgendwie sowas schwebt mir davor. Und jetzt gehen wir zum Auto. Und du willst Stöckchen spielen, ne? Bist gar kein Jagdhund, du Hammel. Aber toll bist du trotzdem. Das sind auch nicht die kleinsten Nutria, muss ich sagen. Können wir hier sitzen? Das reicht ja schon erstmal. Ne? Ja. Unverhofft kommt oft. Und eine Wildcurrywurst hier nach der Jagd auch eher selten. Aber das ändern wir gerade. Und wir wollten eigentlich Tauben jagen, aber haben ein paar Nutrias erlegt. Großartiger Jagdtag, mal wieder ganz anders als geplant. Aber so ist das eben. Bei der Liebe, beim Jagen und beim Singen, da kann man nichts erzwingen. Absolut. Trotzdem, wie du schon gesagt hast, war es ein super spannender Tag. Wir werden gleich aber noch mal kurz bei den Schlafbäumen gucken, ob wir noch 1, 2 Tauben bekommen. Denn die Taubensuppe ist bestellt. Aber man kann, wie Christian gesagt hat, nichts erzwingen. Deswegen verlassen wir euch jetzt hier an dieser Stelle an einem herrlichen Tag im Februar und wünschen euch bis zur nächsten Folge Weidmanns Heil und eine angenehme Schonzeit. Und guten Appetit! Horrido!